Servus und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Heute ist ja die Baustelle nicht besetzt, aber wir haben heute von unseren Kooperationspartnern zur heutigen Folge, also unser Folgenfahrzeug, zur Verfügung gestellt. Der Grassmann, der BMW-Händler von Bad Goisern, hat auch eine Niederlassung am Attersee und ich darf euch den 750e vorstellen. Ein Flaggschiffmodell von BMW derzeit, und was gibt es Besseres als mit diesem Auto hier das innere Salzkammergut mit euch gemeinsam zu erkunden. Ihr habt es vielleicht schon im Titel oder sonst wo gesehen. Wir werden heute die Reise starten, und zwar nach Hallstatt. Rund um den Hallstätter See, über einen Pass wieder hoch und dann Full Circle kommen wir wieder zum Nordufer des Hallstätter Sees und gehen noch einen Sprung essen in ein wahnsinnig gutes und sehr, sehr feines Restaurant hier in der Umgebung. Also alles, was ihr wissen müsst, wenn ihr mal hier ins Salzkammergut auf Urlaub kommt zum Beispiel. Und wie ihr wisst, hinter mir ist ja noch alles Baustelle, ist vielleicht jetzt auch ein Territorium, wo so ein Auto nicht ganz so oft steht. Vor allem hier mit diesem extrem empfindlichen Lack. Also von der Farbe her, das ist dunkles Mattgrau mit schwarzen Gloss-Elementen rundherum. Ist schon verkauft, kann man auch nicht mieten. Das heißt, vielen Dank für die Möglichkeit, das heute machen zu können. Und ihr seht da hinten auch noch was Schwarzes. Da gehen wir jetzt aber am besten auf die Bodenplatte der Sonnleiten-Residenz. Diese 4 schwarzen und grauen Boxen, das sind versiegelte Boxen, die sind von unserem Kooperationspartner für diese Folge zugeschickt worden. Das sind an der Zahl 2 Kameras, die sowohl für Zeitraffer in der Lage ist, das zu machen, und die andere ist eine Überwachungskamera. Wie ihr wisst, vor allem auch auf Baustellen und so, ich meine, bei uns ist es vielleicht jetzt nicht so gefährlich, aber so generell, es wird gerne mal was gestohlen. Sicherheit geht auf jeden Fall vor. Vor allem auch in unserer heutigen Zeit. Deswegen, Reolink hat genau dafür gesorgt. Wir werden diese jetzt alle installieren und dann schauen wir, was die Überwachungskameras uns dafür ein Bild liefern. Die können nämlich auch bei Nacht aufnehmen. In diesen 4 Boxen befinden sich 2 Kameras und 2 Solarpaneele, denn beide müssen nicht an den Strom angeschlossen werden. Obwohl es 2 verschiedene Kameras sind, kann man sie auf den ersten Blick nicht wirklich voneinander unterscheiden. Die Argus PT Ultra benötigt eine stabile WLAN-Verbindung, ist dadurch vor allem für den Einsatz auf Balkon, Innenhof, vor der Hintertüren und Garagen geeignet. Deswegen ist sie bei uns beim Elternhaus montiert worden. Die Reolink Go PT Ultra wiederum kann man unabhängig vom WLAN-Netzwerk mit einer zweiten SIM-Karte betreiben und eignet sich dadurch ideal für Baustellen, Häuser ohne Strom oder auch im Wald. Wir haben uns da für die Garage entschieden, weil wir dort kein WLAN haben. Mit Schrauben kurzerhand montiert, inklusive dem Solarpanel jeweils, und schon konnten wir über die Reolink-App alles im Auge behalten. Beide nehmen in 4K auf. Für unseren Bedarf ist vor allem die Zeitrafferfunktion eine willkommene Option, um spannende neue Aufnahmen während der Bauzeit zu ermöglichen. Reolink verfügt über ein großzügiges Sortiment für jeden Anwendungsbereich. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Jetzt sind wir im Innenraum vom 750e. Vor uns ist der Wirtlastwagen. Der hat jetzt nochmal ein paar Paletten XPS und so abgeholt, das quasi nicht gebraucht worden ist. Und wir werden jetzt als erste Amtshandlung hier drinnen mal entspannt tanken gehen, denn wir haben nicht mehr viel Reichweite. Der kommt jetzt noch 27 Kilometer elektrisch und 51 Kilometer Benzin. Ist nämlich ein Hybrid. Ja, die Tankdeckensituation nicht so einfach, aber man lernt dazu, wenn man es einmal zumindest gehört hat, dann geht es ja. So ein sexy Gerät, das ist ein Wahnsinn. Derzeit sind wir jetzt unterwegs, und zwar durch das Ortszentrum von Bad Goisern. Ist ja die Sonnleiten-Residenz auch hier in Bad Goisern. Wir schauen da quasi hier auf das Dorf, sagen wir jetzt mal, runter. Bad Goisern am Hallstätter See heißt es jedoch. Wir oben vom Grundstück sehen zwar den See nicht, da ist genau ein Hügel davor und dann kommt direkt der Hallstätter See. Und der Hallstätter See, genau daneben ist eben die Ortschaft Hallstatt. Ich habe es heute in der Story schon mal erwähnt, habe es dann nochmal Fakten gecheckt. Es sind wirklich knapp 1 Million Touristen, die jedes Jahr aus aller Welt Hallstatt besuchen. Und das letzte Mal war ich dort, das war zur Corona-Zeit, da war überhaupt nichts los. Leute, jetzt schaut mal da vorne.
Das ist der Ortsplatz von Bad Gäusern. Der ist letztes Jahr oder eigentlich das Jahr fertiggestellt worden. Im Zuge der Kulturhauptstadt 2024 ist das alles richtig schön angelegt mittlerweile, auch mit den Blumen und mit den Sträuchern und so. Vorher war es doch ein bisschen kahl, aber mittlerweile muss ich ehrlich sagen, schaut es echt gut aus und ist eine Bereicherung für den Ort. Also obwohl es sehr kritische Stimmen gibt, aber ich bin der Meinung, das ist eine sehr coole Geschichte und es hat sich ausgezahlt. Holy! Das war drauf. Holy! Das ist ein richtig ausschlaggebender Punkt eigentlich für Bad Gäusern. Im Vergleich zu anderen Regionen, da ist man nie so weit beim Berg, wie zum Beispiel hier in Gäusern. Also da vorne seht ihr das Bergmassiv und wir sind noch relativ weit weg davon und es wirkt jetzt schon extrem brachial. Und genau an dieser Bergkette fahren wir dann quasi auf der Westseite des Sees Richtung Hallstatt dann, und zwar mit Blick auf den See natürlich runter vorbei. Ist recht eine enge Straße für Busfahrer und die Reisebusse ist natürlich ein bisschen schwierig zu fahren, aber so ist es echt eine coole Strecke. Da sehen wir uns dann jetzt in ein paar Minuten. Wunderschön. Meine Empfehlung wiederum für alle, sagen wir mal, Touristen oder Gäste, die hier vorbeikommen möchten, dann auch zukünftig Gäste in der Sonnleitenresidenz. Schaut, dass ihr so, dadurch, dass ihr in der Umgebung auch untergebracht seid, schaut, dass ihr so früh wie möglich hierher kommt. Bei uns ist es jetzt schon relativ spät. Wir haben 10:52 Uhr. Es liegt aber daran, weil wir einfach ein paar schöne Aufnahmen machen wollen. Kommt gut um 8, 9 Uhr schon her, geht's nachher brunchen, überspringt einfach das Frühstück und genießt Hallstatt einfach mit weniger Leuten. Am Nachmittag kommen die meisten in die Region, schau, das sieht man richtig schön am See runter. Da kommen die meisten in die Region, weil sie nur einen einzigen Tag da sind. Und wenn ihr aber die Zeit habt, nehmt euch die Zeit früher zu kommen oder später. Denn am Abend, so um 4, 5 Uhr, reisen schon die meisten Reisebusse und so weiter ab. Und dann habt ihr einfach ein viel gemütlicheres Hallstatt. Ihr werdet es jetzt dann sehen. Mein Vater hat mich schon vorgewarnt, dass ziemlich viel los sein wird. Schauen wir mal. Und vor allem schauen wir auch mal, wie ein paar von den Touristen auf die Kameras reagieren. So fein. Das ist jetzt der Tunnel vor Hallstatt für jeden, der hier schon mal war. Bin ich gespannt. Das Auto ist ja doch gut breit. Ich meine, die Breite ist gar nicht so extrem, aber die Länge, was hat er gesagt? 5 Meter irgendwas. So wie eine S-Klasse. Ich glaube 5,37, ja. Uff. Wie eine S-Klasse Langversion. Ungefähr. Das ist von der Größenordnung. Aber ich muss sagen, durch die übersichtlich und großen positionierten Spiegel und auch das Infosystem der Wahnsinn mit den Kameras und so, es fährt sich extrem angenehm und leicht. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt eigentlich ein Stau ist. Ursprünglich wollten wir eigentlich, da beim Tunnel geht's rein und längs vom Tunnel danach, da gibt es einen Parkplatz. Da wollten wir uns hinparken. Eben, kommt's früher. Jetzt Ton an. Geil, geil! Trotz dem Komfort hören wir das gut durch. Würde mich interessieren, wie das jetzt außen war. Aber wir werden in dem Tunnel sicher nicht von außen filmen. Denn Das ist gar nicht möglich. das ist nicht möglich und auch nicht erlaubt. Schaut, das ist jetzt der erste Blick raus aus dem Tunnel und das ist es. Das Ortsschild von Hallstatt und quasi der Ortskern. Da geht es rein links in den Ort, da ist das Busterminal. Aber wir werden uns in den Ort reinwagen. Da sind ein paar Parkplätze und die sind anscheinend noch offen. Na, besetzt. Dann halt nicht. Wir melden uns wieder, wenn wir einen Parkplatz gefunden haben. Das ist eine gute Idee. Genau. Den Stress, den geben wir euch jetzt nicht. So, wir sind jetzt angekommen auf dem Parkplatz, aber wir sind ehrlich mit euch. Wir haben überlegt, sollen wir das irgendwie reinschneiden, dass wir quasi doch einen Parkplatz bekommen haben? Nein, wir sind ehrlich, stehen wir um 8:15 Uhr am Morgen, also das letzte Mal waren wir ja um 11 Uhr fast schon da. Da hatten wir keine Chance mehr, Leute. Jetzt sind wir am gleichen Parkplatz, den wir ursprünglich haben wollten. Schaut mal hier hoch, das sind schon die ersten Häuser. Hier über Hallstatt, das ist die Kurzparkzone, auch noch gut
parkbar, sagen wir mal. Und da geht es runter mit einem traumhaften Blick auf den Hallstätter See. Natürlich ein anderer Tag, eine andere Stimmung. Es ist deutlich früher am Morgen. Hat gestern geregnet, deswegen hängen noch die Wolken ein bisschen drinnen. Da unten seht ihr diese weltbekannte Kirche, eine von den beiden hier in Hallstatt. Richtig, richtig majestätisch. Dahinter glitzert der See, obwohl eigentlich die Sonne noch gar nicht draußen ist. Und wir gehen jetzt runter, schmeißen euch jetzt ein paar B-Roll-Aufnahmen rein und wir sehen uns beim Marktplatz unten, so quasi das kleine Zentrum von Hallstatt quasi. Und das ist jetzt quasi der Schlurf. Und von dem Schlurf kommt man jetzt zum Marktplatz per se. Hat jetzt gar nicht lang gedauert. Grundsätzlich ist ja alles gar nicht so groß. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist alles wie ein Filmset eigentlich da. Und das ist es. Wahnsinn. Die Hausfarbe da drüben gefällt mir auch gut. Die rosane. Ich glaube, das ist das schmalste Haus in Hallstatt. Wäre das was für die Am Marktplatz. Sonnleitenresidenz? Ja, das war was für die Sonnleitenresidenz. Das mit dem Edelweiß ist ein bisschen crazy. Da gibt es sogar gebundene Keramik. Oha! Das habe ich gar nicht gewusst. Schau das mal an. Gebundene Keramik hat sich nämlich das Jahr, war das glaube ich, oder letztes, echt was erlaubt. Seht ihr das da unten? Das ist ein Bang zum Rauchen. In gebundener Keramik-Streublume. Das ist ja crazy. Ja. Steht sogar da, gebundener Bang 120 inklusive Zubehör. Das kann wieder zum Geburtstag. Ja, passt. Und das ist die evangelische Kirche und dahinter die mit dem nicht so ganz so spitzen Dach, das ist die katholische. Und der eine Platz, wo wir hoffentlich auch das Titelbild geschafft haben, wenn nicht, dann ist es halt nicht so, aber der bekannte Frame, der ist ungefähr da bei dem gelben Haus, glaube ich, ist der. Da ganz drüben. 10 Minuten, dann sehen wir uns da. Und da haben wir wieder ein paar Schwäne am Start. Die werden hier so extrem gefüttert, die sind alle schon so fett. Ich muss ehrlich sagen, traue mich da gar nicht weiter dazu. Deinen ist das so wurscht, dass wir da sind. Das kann uns nicht mehr interessieren. Oh, schau das an. Wie das lieb ist. Wie passt man sich in der Umgebung am besten an? Man macht ein Foto mit allen anderen, die ein Foto machen. Ja, tarnen und täuschen. Die Aussichten hier in Hallstatt sind überall eigentlich extrem schön, weil eben alles hier so im Hang ist. Vor allem, wenn man jetzt weiter nach Norden von Hallstatt, jetzt sagen wir mal, geht, dann seht ihr es hier, die Sonne kommt gerade raus, langsam lichtet sich der Bodennebel, zieht langsam wieder raus, der See glitzert, ist wirklich schön. Wir kommen jetzt gerade von dem Spot da drüben, also wo wir jetzt gerade die Aufnahme gemacht haben, da wo es jetzt schon, ich glaube es ist 9 Uhr, schon mittlerweile sehr viel los ist. Also in vielen Regionen wäre jetzt um die Zeit noch lange nichts los. Oder generell nie irgendetwas so los. Von dem her, wir gehen jetzt weiter, wir holen uns jetzt ein Eis am Vormittag. Super Geschichte. Warum nicht? So, und wir holen uns jetzt einen Kaffee. Genau. Eis kommt später mal. Und dann schauen wir rüber, direkt zum Wasser. Servus, guten Morgen. Hallo. 2 große Espresso bitte. Bitte schön. Verkauft Sie einen Champagner auch? Ja. Weil ich gerade oben sehe. Wahnsinn. Also man sieht ihn gerade nicht, aber was aufmacht. Ah, okay, okay. Nein, ich brauche dabei keinen. Hey, ciao, servus. Ja, dann würde ich sagen, cheers. Cheers. Ich verkaufe einfach einen Dom Perignon im Kaffeegeschäft. Wie geil ist denn das eigentlich? Passt, beim Rückweg gibt es einen Dompi.
Wir fahren jetzt noch Mittagessen und zwar in ein sehr gutes Gasthaus da drüben. Gut gelegen, auch an heißen Tagen zum Beispiel perfekt da hinten. Da ist es direkt neben dem Bach. Sehr, sehr fein. Blicke der Leute sind so. Jetzt geht es rein und zwar Richtung Koppen. Also der Pass, den wir jetzt dann fahren werden. Und genau am Fuße von dem Pass ist auch das Gasthaus. Das fühlt sich da immer so an, wie wenn man jetzt irgendwo im Nirgendwo ist. Alles Natur, links und rechts, keine Hütte, gar nichts, einfach mitten im Wald. Und da seht ihr die Berge, brachial, wirklich ein Naturschauspiel. Und da vorne kommt dann eine Brücke und nach der Brücke rechts, da werden wir jetzt reinschauen. Koppenrast. Perfekt. Wunderbar. Wir sehen uns beim Essen. So, jetzt sind wir bei der Vorspeise. Christknädelsuppen. Kriegt man auch nur bei uns. Prost. Wohlgenährt geht unser Trip jetzt weiter. Wir werden jetzt den Pötschen in Angriff nehmen, beziehungsweise den Koppen. Und dann später geht es am Pötschen. Schauen wir da auf, die erste Kurve. Wahnsinn! Schaut euch die Steigung an. Also im Winter ist der ist oft im Winter gesperrt. Von dem her, das ist eine wunderbare Strecke, empfehlenswert. Vor allem meistens auch weniger Verkehr. Die meisten fahren wieder rückwärts raus, über Hallstatt quasi. Da hat man es da ein bisschen leichter. Boah, geil. Richtig fein. So, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das sehen könnt. Da hinten, da wird der Berg schon beleuchtet. Das ist der Loser. Also der Berg von Aldaussee, kann man sagen. Der Loser gehört natürlich auch zu Aldaussee, dazu die ganze Region dazu. Gebt ein Video einen Daumen nach oben, wenn euch das gefällt. Dann können wir gern das nächste Mal einen Roadtrip hoch zum Loser machen. Da kann man nämlich mit der Mautstraße fast bis ganz hoch fahren. Machen auch ganz schön viele. Denn da oben gibt es einen kleinen Stausee. Ich weiß nicht, ob es eine Quelle ist oder wie auch immer der da entstanden ist, aber grundsätzlich wird er dafür verwendet im Winter, weil es ja auch ein Skigebiet ist, wird der dann für das Kunstschneemachen produzieren quasi verwendet. Aber im Sommer ist es eine super Möglichkeit, um da oben immer hoch zu wandern, ist wirklich ein Fußmarsch. Man kann aber auch deutlich weiter gehen. Da oben gibt es nämlich auch ein Gipfelkreuz. Da kann man gut 1,5 Stunden auch wandern, nachdem man hochgefahren ist. So, jetzt sind wir bei der letzten Kehre, bei der Pötschenkehre. Und da wird es jetzt quasi runtergehen, und zwar direkt zum Hallstätter See. Jetzt haben wir auch wieder Bad Gäusern an der Stelle vor uns. So, und da stehen wir. Josef fliegt jetzt geschwind noch mit der Drohne. Habt ihr mal einen coolen Überblick über den Hallstätter See von der Seite. Das ist die erste Kehre oder die Pötschenkehre. Da geht es dann runter, hier die Straße entlang, da werden wir jetzt nur noch runterfahren. Und zwar zum Gasthaus am Hallstätter See, sagen wir mal. Und schaut sich das mal an. Wirklich ein Wahnsinn, dieses Gerät. Es ist wild. Eine sensationelle Länge. Guter Kofferraum, Platz. Wir haben hier 2 große Koffer drin. Das ist für die Drohne, das ist für die andere Kamera. Also wirklich, ich meine, sicher, bei dem Preissegment, der hat, ich denke 140.000, 150.000 kostet der ungefähr. Aber dennoch, also man bekommt echt was geboten. Wir haben jetzt gerade vorher, der Josie und ich, haben ein bisschen philosophiert. Man kann es ja mit Sportmodus fahren. Ich glaube, da stellt man gut in Frage, ob man noch einen Sportwagen braucht. Ich meine, schaut euch das mal an. Sportlich ist er auf jeden Fall. Klar, optisch kein Sportwagen. Wenn man drinnen sitzt, absolutes Sportwagengefühl. Und vor allem auch in Bezug auf die Leistung und den Sound. Man kann aber auch komplett elektrisch fahren. Also ich feiere den auf alle Fälle. Das sind wir schon. Ja, da ist alles voll. Stegwirt. Wenn wir mit unserem Rolls Royce da daherkommen. So, wir sitzen gerade draußen im Gasgarten. Wir werden uns jetzt einen Kaffee gönnen. Richtig schön gerade die letzten Momente, bevor dann das Wetter quasi reinzieht. Das war ein wunderschöner Tag hier im Salzkammergut und wir haben jetzt wirklich nur einen
Bruchteil von der Region gezeigt. Wir haben jetzt mal das naheliegendste von allem eigentlich hier mit diesem wunderschönen Auto zeigen können. An der Stelle auch nochmal Danke an den BMW-Händler Grassmann hier in Bad Gäusern. Finde ich einfach super, dass man hier in der Region auch Autos in diesem Kaliber ohne weiteres kaufen kann und auch Zugang drauf hat. Wer BMW interessiert ist, ihr wisst, wo ihr hin müsst. Link ist unten in der Beschreibung. Das gleiche gilt natürlich auch für Reolink. Wir haben jetzt quasi erstmal dieses Thema Roadtrip, sage ich jetzt mal, angekratzt. Zeigt uns gern mit euren Kommentaren, mit euren Daumen nach oben, ob euch dieses Format gefällt. Würde uns sehr freuen und würden wir auch liebend gerne wieder machen. Wie gesagt, uns macht es großen Spaß, vor allem es ist auch super Dynamik im Video drinnen und genau um das geht es am Ende des Tages. Mein Credo, wir wollen hier Begeisterung mit euch teilen. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Servus!